Herzlich willkommen zu unserem Infosec-Shortcut zum Thema Phishing. Kennen Sie den Angler? Nein? Die meisten von uns haben ihn schon einmal gegessen, im letzten Urlaub. Der Angler, in Italien Coda di Rospo genannt, ist ein zarter, grätenfreier, wohlschmeckender Fisch. Was ihn auszeichnet, ist die aus seinem Kopf hervorstehende Angel, die Beute vor seinen Mund lockt. Leider aber ist er so hässlich, dass man ihn nicht essen würde, sähe man ihn vor seiner Zubereitung. Apropos, Sie alle kennen doch die Regel, Passwörter sind geheim zu halten. Dazu verpflichtet uns zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Und hier treffen sich Seeteufel und Kriminelle. Der Angler, der Seeteufel, fischt nach S-Bahn, Kriminelle nach unseren Zugangsdaten. Insbesondere bezieht sich das Fischen auf Passwörter, weshalb es auch in Englisch Password Phishing, Phishing genannt wird. Ein Kunstwort aus Password und Phishing. Bei Phishing handelt es sich um den Versuch, Sie über gefälschte E-Mails und nachgebildete Webseiten dazu zu bewegen, Ihre Boku-Zugangsdaten preiszugeben. Übrigens, Phishing ist eine Variante des Social Engineering, der zwischenmenschlichen Beeinflussung zu unlauteren Zwecken, eine Art Hacken des Menschen. Im Gegensatz zum breit angelegten Phishing geben sich Kriminelle manchmal ganz konkret als eine Kollegin oder einen Kollegen, als Bekannte oder als eine andere existierende, vertrauenswürdige oder hochrangige Person aus. Diese gezielte Variante des Fischens wird Speerfischen, in Englisch Spearfishing genannt, und ist besonders gefährlich. Spearfishing ist in der Regel sehr professionell gemacht und zielt darauf ab, das Opfer beispielsweise zur Umgehung eines Vier-Augen-Prinzips zu bringen. Wie erkenne ich nun Spearfishing? Sind Sprache, Wortwahl und Grammatik stimmig? Wird Zeitdruck ausgeübt? Oder haben Sie schlicht ein ungutes Gefühl? In Fällen, in denen Sie unsicher sind, wenden Sie sich an die Boku IT Hotline. Wie erkenne ich nun ein Phishing-Mail? Nun, hier hätten wir ein schönes Beispiel. Nicht für die Schule, sagt man, sondern fürs Leben lernen wir. Und im Falle von Phishing machen sich Grammatik und Rechtschreibkenntnisse durchaus bezahlt. Achten Sie auf Wortwahl, Satzaufbau, Rechtschreibung und Grammatik. Denn hier erkennt man bereits oft, dass die Nachricht verdächtig ist. Prüfen Sie die Absenderadresse. Ist dies wirklich eine Boku-E-Mail-Adresse? Obwohl Angreifer heutzutage in der Lage sind, E-Mail-Adressen, Absenderadressen nahezu vollständig zu fälschen und die Benutzer nahezu sicher aufs Glatteis zu führen, viele Phishing-Mails sind bei weitem nicht so professionell. Und fragen Sie sich, ist die mit dem Mail verbundene Drohung plausibel, dass Sie Ihren E-Mail-Account verlieren, dass Sie Ihre Zugangsrechte verlieren, wenn Sie nicht schnell Ihre Zugangsdaten im Netz eingeben? Trotz einer peinlich dilettantisch gestalteten Phishing-E-Mail haben kürzlich an einer österreichischen Universität hunderte Studierende den darin enthaltenen Weblink angeklickt und ihre Zugangsdaten auf der genannten Website eingegeben. Uns passiert das doch nicht. Misstrauen Sie grundsätzlich Nachrichten, die unter Zeitdruck persönliche Daten, PINs, TANs oder Zugangsdaten abfragen. Apropos, die Boku IT wird Sie niemals per E-Mail nach Passwörtern fragen. Klicken Sie Links in Spam-E-Mails, also E-Mails, die bereits im Spam- oder Junk-Ordner liegen, niemals an und löschen Sie sie umgehend. Geben Sie Zugangsdaten außerdem niemals über unsichere Verbindungen ein. Beispielsweise, wenn im Webbrowser die Adresszeile mit HTTP beginnt, anstatt mit HTTPS, was für eine sichere Verbindung steht. Was können wir tun, wenn wir ein E-Mail erhalten haben, von dem wir glauben, dass es ein Phishing-E-Mail sein könnte? Wenn es angeblich von der Boku stammt, leiten Sie es bitte mit einem kurzen Kommentar als Anhang an die Boku IT Hotline weiter, sodass rasch Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Antworten Sie nicht auf die Phishing-Mail und klicken Sie nicht auf darin enthaltene Links.
Was tun, wenn Sie die Boko-Zugangsdaten versehentlich tatsächlich auf einer Phishing-Website eingegeben haben? Wenn Sie realisieren, dass Sie das getan haben, leiten Sie die Nachricht mit einem kurzen Kommentar an die Boko IT Hotline weiter und ändern Sie umgehend Ihr Passwort. Auch betreffend Telefonie gilt: Geben Sie am Telefon keinesfalls Ihre Boko IT Zugangsdaten bekannt. Es kommt immer wieder vor, dass sich Kriminelle als Mitarbeiter zum Beispiel von Microsoft ausgeben und behaupten, dass sie diese benötigen. Ein Beispiel für eine Ausnahme: Sie rufen Ihren Mobilfunkprovider selbst an und dieser fragt Sie nach einem Kundenkennwort. Das ist eine vertrauenswürdige Situation.